Der Stream ist wirklich nicht gut und ich weiß nicht, ob es an mir liegt. Das ist sehr, ruckelig. Ich weiß gar nicht, ob man was hört. Warte mal. Kriegen wir hin. Ich mach das gerade so last minute. So. Ist noch Pre-Show, also noch nichts verpasst. Der ist nicht gut, der Stream. Das ist jetzt YouTube, der von Gamescom selbst. Ich kann mal schauen, ob ich was Besseres finde hier. Warte mal. Was sagt denn Twitch? My name is Imogen Sajet. Now, I must be more Hier. than a scientist. Gucken wir jetzt mal Werbung. Mal sehen, ob es besser ist. Ja. Hier, wisst ihr Bescheid? Please welcome your host, the creator of the Game Awards, Geoff Keighley. Da ist er doch. Da ist er doch. So, warte mal. Das ist echt alles sehr last minute. Tut mir leid. Schau noch mal dem einen auf Twitter raus. Gamescom 2023. Now, this right here is kind of like the opening ceremonies for Gamescom. It's a preview of this year's most anticipated games. We call it Opening Night Live. So for the next 2 hours, you'll get exclusive new looks at titles like Call of Duty Modern Warfare 3, Alan Wake 2, haben wir Untertitel auf Twitch? and Mortal Kombat 1. But first, we're going to kick things off with the first new franchise in more than 2 decades from a legendary game studio. And to help us step into the vast world of Starfield, please join me in welcoming the composer of the game, Inan Zur, for a very special performance. Maestro. Starfield-Musik? Ja. So lange ist es jetzt auch nicht mehr hin bis zum Release. Ich gehe mal hier in den Sprachchannel, falls jemand aus dem Discord mit rein will. Und mache hier derweil den Kram fertig. So, das sollte jetzt aber eigentlich funktionieren. Sieht auf jeden Fall besser aus wie auf YouTube. Oh, da habe ich was gesagt. Ist mein Internet gerade wieder nicht so doll? Spielt wieder, ist Fußball, ist Sport. Gibt Vodafone wieder auf mit ihrem Kabelding. Es ist... Oh nein. Oh nein. Oh, und Twitch-Qualität wird ja auch immer so wunderbar, wenn irgendwie nicht alles auf Anhieb funktioniert. Vielleicht sollte ich hier einen der Streams ausschalten. Vielleicht baller ich gerade einfach zu viel raus.
Ja, mal schauen. Im Moment ist es ja noch erträglich. Mit der einen oder anderen kleinen Pause zwischendurch. Und so viel Aufregendes verpassen wir auch nicht. Oh, Starfield-Trailer? Kennen wir den schon? Ich glaube nicht. Mir sagt er jedenfalls nichts. Ah. Das sah sehr merkwürdig aus. Ja, ich meine, wir können schöne FMV-Videos machen. Das ist fantastisch. Lass mich mal schauen, ob ich noch einen anderen Stream finde hier. Ich meine, vielleicht liegt's wirklich an mir, aber ich bin echt nicht überzeugt. Was sagt denn der Official Stream von den Game Awards? Oh, nein. Okay, dann habe ich wirklich zu viel an. Probieren wir es mal. Machen wir den hier nochmal aus, den hier nochmal an, das weg, den hier an. Mal sehen. Hab ich hier noch irgendwas laufen? Starfield is ever so close. Nichts, was sonst nicht auch laufen würde. Spectacular performance. Really appreciate you coming all the way for this. Yay, hast du gut gemacht. It's true. In just over a week, fans will start to play Starfield in early access on Xbox and PC. Well, I've been lucky enough to start playing it. Don't be jealous. I'm not allowed to say anything about it. Das hat er schon fröhlich auf Twitter. All right. Well, guys. Okay. Thank you very much. Thank you very much, guys. Really? Oh, was soll denn der Quatsch jetzt wieder? They're disappointing. That's just so disappointing. This is such a special night for so many developers, and it's really disappointing to see someone act that way. But we're going to move right on with the show. Wow. We've got a lot of great games to show you. Really, it's just so sad to me to see something like that happen tonight. We're here to celebrate games in this community and how much they mean to us. So sind wieder irgendwelche Affen einfach auf die Bühne gerannt, um ihre Meinung da in den Äther zu pusten. Oh, das hat Geoff jetzt aber echt gestört, das hat man gemerkt. Hi. War das nicht letztes Jahr auch auf der Gamescom? Wo am Ende... War das die Gamescom? Da ist doch am Ende auch irgendwer einfach auf die Bühne gerannt und bla bla bla. Okay. Todd darf wieder Geschichten erzählen. Mal schauen, was hier jetzt wieder rumkommt. Was wir alles in Starfield machen können. Und dann doch nicht machen können. Thank you so much for coming all this way to Gamescom. We have a lot to talk about with Starfield, but first of all, is this true? This is your first ever time at Gamescom? This is my first Gamescom, ich glaube, er war noch nie da. How great the crowd is here, and Todd Howard ist überraschend klein, wurde mir gesagt. And just all the fans that come here for the biggest convention in gaming to celebrate games, and I figured, you know, it is our first new franchise in over 25 years, so if I was going to come, you know, it's for Starfield. Well, we all welcome you to Gamescom in Germany, and und trotzdem will jeder, der das sieht, nur einen Elder Scrolls 6 Trailer sehen. 6? 7? Wo sind wir? Why did you want to make this game, Starfield? Why did you want to create a new world? You know, I think like a lot of gamers out there, we have dreamt of a game where we look to the skies and we can blast off into space and explore. We love to make games where we can explore these worlds. We've done like with the Elder Scrolls and the Fallout series, but we wanted to do something brand new where you could explore with complete freedom in the galaxy. It's a game we've always wanted to play that we think a lot of people wanted to play as well. It's kind of that dream game. Yeah, I wish I could talk about it, but it's quite an experience, and I know everyone here is very excited to jump in soon. Ich bin gespannt auf Starfield. Ich weiß immer noch nicht genau, ob es mir gefallen wird oder nicht.
sharing a little bit about Ob's the game, mir- but I know there's a lot you want Es people kann to mir discover when Elder they Scrolls play sein, it. dann What gefällt's did you mir. Es bring kann here mir to, Fallout the sein, dann Gamescom? werde ich es nach einem Yeah, Tag it's wieder really cool. ausmachen. Yeah, we've built a Keine 300-person Ahnung. seat theater where we're actually showing the beginning of the game, and you start out as a miner, and you touch this artifact that affects you in some way, where you see a bit into space-time, and then you get to create your own character. Our games are about creating and being whoever you want, and then you're off on adventure. Ja, das haben wir schon ein paar Mal Yes, gesehen. let's talk a little bit about this adventure. I know, people have been wondering kind of what the main quest line is going to be after you create your character, which is something that I know. I saw even someone on the internet this week created you, I think. Did you see that? Someone tweeted out a picture. They had somehow figured I out. see a lot of things on the internet. I'm not sure that's real. Well, the thing is, I think you could literally create, whoever you want and then enroll yourself into this adventure. And tell us about sort of how the adventure starts. What can we expect? Well, you jump off. You're joining Constellation, which are the last kind of group of space explorers Ja, like aber NASA das meets wissen wir doch Indiana alles Jones, schon. searching for these artifacts. But the story goes a lot of places. The game has a lot of surprises that we haven't talked about. Sag I uns don't was want to spoil Neues. them here, but really, really happy with how the story turned out and where it goes. Yeah, it's such an epic experience, and you and your team have done so much for this industry, and the fact that you guys have worked through COVID building this and coming on the other end, we're so excited for everyone to get a chance to play it. So thank you for all you've done for our industry, Todd. Everyone, Todd Howard. Thank Todd you. Howard. Can't wait for you to play the game. Thanks so much, Todd. Really appreciate it. All right, well, tonight is largely focused on announced games, but we do have a few surprises along the way. And next, it's time for the global reveal of the third Largely installment in a announced games, franchise okay. that is very familiar to Gamescom fans. Here we go. Nicht viele tolle neue Sachen. Das ist... Das sieht aus wie hier, wie heißt es mit 13? Oder auch nicht? War das von Supermassive? Ich weiß es nicht mehr. Wie heißt denn das nochmal? Wo du das Mädchen mit der roten Kapuze gespielt hast. Das sieht so aus. Ja, Little Nightmares, genau. Ja, klar. Ja, 2 oder was? Oh. Ach, wir sind schon bei 3. Habe ich 2 verpasst? That's right, Was Little war denn Nightmares 2? 3. And joining me now are Corley and Lucas from Bandai Namco to tell us more. Lucas, thank you so much. It's great to have you back here at Gamescom to announce another Little Nightmares. Thank you, Jeff. Yeah, it's really great to be back. We're very excited to announce Little Nightmares 3 tonight. Huh. The franchise has a long history with the show. I mean, that's where we announced the first 2 games. So for us, it was definitely the best. Ich war auf der Gamescom, als der erste Teil rausgekommen ist. Die hatten einen mega coolen Stand auf der Gamescom. It looks incredible. Da bin ich ja echt mal gespannt, was sie Corley, dieses Jahr jetzt für einen I see we Stand saw haben. 2 characters in that reveal trailer. Can you tell us a bit more about them? Yeah, sure. Hi, Jeff. Hi, everyone. I'm so happy to be here to present you Little Nightmares 3. So yeah, as you have seen, we have 2 characters, but now you have 2 players as well. So you will be able to play both in single player Was or war denn- online was war co-op denn if Little you want, Nightmares and 2? face your childhood fears with a friend. Was war denn da das Now, I saw a lot of cool Besondere? new places in the trailer. Can you tell us a bit about sort of the setting for these 2 characters? Wie habe ich denn den kompletten Yes, Teil our 2 new verpasst? characters are Low and Alone. They are trapped in a place that we call the Spiral. It's a cluster of disturbing places, and they will have to work together, survive in a world full of dangerous threats and full of delusions. And they will also have to find a way out of the nowhere. So yeah, I can't wait to have you put your hands on the game in 2024. Excellent. Okay. We don't have to wait too long. Okay, nächstes 2024. Jahr.
Lucas, I know that's not all because you're kind of expanding the Little Nightmares world with something more. Tell us a bit about that tonight. Oha. Yes, we have one more surprise. So in addition to revealing Little Nightmares 3, I'm very excited to announce our first podcast series. It is called The Sounds of Nightmares, and it's an original story. It's composed of 6 episodes, and we are releasing the first 2 episodes tonight. So you can go on our website, thesoundsofnightmares.com, to check it out. Oh, das streamen wir vielleicht mal an. Ich habe noch nie so einen Story-Podcast gehört. Ich weiß, dass es da diverse gibt. Es gab auch welche von Marvel und so weiter. Und halt ganz viele von Indie-Produzenten, aber ich habe noch nie einen gehört. Footage that takes over the internet. That happened back in 2020 with the reveal of Black Myth Wukong from Game Science in China. Based on the classic 16th century Chinese novel Journey to the West. Ist, glaube ich, nicht so ganz meins. Aber das sah nett aus. The gameplay of this incredible action RPG. Sah nett aus, so ein bisschen soulsig, so ein bisschen Neo-ig. Und ein bisschen was ganz anderes, so Character-Action-Kram. Oh, die Qualität ist echt nicht gut gerade bei mir, es tut mir leid. Was passiert denn, wenn ich die Qualität höher schalte? Sind wir dann wieder in Lag City? Probieren wir mal 27. Ja, es ist nicht hervorragend, aber es geht. Wir können noch was erkennen. Sieht nett aus, aber es ist, glaube ich, nicht so meins. Mal sehen. Ich warte mal ab, was meine typischen Souls-relevanten YouTube-Channel alle über das Spiel erzählen. Wenn die sagen, die sind alle hin und weg, dann werde ich es wahrscheinlich mal ausprobieren. Aber jetzt so, Okay, ich dachte, kommt noch was. Ich möchte viel lieber mal ein bisschen mehr Bloodborne-like sehen. Gute. Was ist das denn jetzt? Ih, was bist du denn? Oh, das ist ein Dead Space-Kram. Quake? Moment, ist das ein Quake? Was ist das? Was bist du? Ist es tatsächlich ein Quake? Killing Floor. Oh, du hast mich für eine Sekunde, hättest du mich schon gehabt. Gegner sahen ein bisschen quakig aus. Killing Floor habe ich nie gespielt, keine Ahnung. Sagt mir nichts, das sieht nach Total War aus, aber ich habe keine Ahnung von Strategiespielen. Also von solchen Strategiespielen. Age of Empires?
fast eher aus wie Age of Empires. Aber ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wenn es das Spiel gibt, ich kenne es noch nicht. Ist es hier ein Mobile-Game? Quatsch. Ich bleib mal bei Age of Empires, vorsichtig. Aber es ist mir auch eigentlich egal. Ja, das sind leider eher so die Spiele, an die ich denke bei Gamescom-Präsentation. Hallo, Internet. Was soll denn der Quatsch? Ich warte jetzt eiskalt. Okay. Ja, ist das so dein Ding? Hey, ich bin gut. Ich kenne das Spiel nicht. Es war pures Raten. Das letzte Age of Empires, das ich gespielt habe, war 2, glaube ich. What a great surprise. Und das war auch nicht lang. Empires 4 Anniversary Edition, an award-winning game on PC, is now available Ja. on Xbox consoles. Ja, darum. Today. Ich glaube, That's genau right. darum habe ich es auch nie wirklich toll gefunden. Das Aufbauen der Burg und so Alright, next up, war we cool. have Das war so ein bisschen extremely special for you. We have one of the Anno, most iconic aber filmmakers of all time in the house. spaßig The director like behind the und der legendary ganze Kampfkram films war such halt as 300, so Man of Echtzeitstrategiekampf Steel and ist nicht so Army of the mein. Dead. He's come all the way to Gamescom. Es läuft bei mir immer nur drauf hinaus, so viele Einheiten wie möglich zu bauen, dann den Gegner rushen und wenn es nicht mehr geht, habe ich keine Lust mehr. Pharao habe ich auch nicht gespielt. Was? Ich habe das Intro verpasst, ich habe nur Zack Snyder gehört. Was willst du denn da? Was macht denn der jetzt? Was? Hä? Ich bin sehr verwirrt. Hat er einen Film draußen? Rebel Moon, Netflix, okay. Oh yeah. Zach, I know you had to come a bit of a ways to get here to Germany. Thanks for coming to Gamescom. Thanks for having me out, Jeff, and thanks Gamescom. Ja, da hat How jemand you seinen guys doing? Text nicht gelernt. This is awesome. Wow, what a great crowd. Ja, du weißt nicht mehr, was du sagen sollst, ne? Insane. Ja. Geoff, rette ihn. Now, great to have you here. I know you've been a gamer for your whole life. Yeah, I've been a gamer, and I Uh-huh. love the idea of coming to Gamescom. Was like that blew my mind, and so we were like, yeah, let's go check them out. And I thought I'd come over here, and this would Hat be a great wahrscheinlich gestern noch ein opportunity to bisschen talk about gefeiert the in Köln. project, Rebel Moon. Maybe show you guys something. I don't know. Yeah, maybe Yeah. the world premiere of the trailer, which is coming up in just a second. Yeah, here. just moments away. Okay, well, let's kind of roll it back, though, because I want to talk about this IP, Rebel Moon, and it's really a whole universe that you've created, and we're going to get into that in a minute. Wen interessiert's But denn? what was the original inspiration for creating this new world? I was always a fan of, team building movies, Was? Dirty Dozen, Ach so. Magnificent Seven. Ach so, Teambuilding and also, I was a Movies. huge fan of this Ich verstehe. adult illustrated fantasy magazine called Heavy Metal. Everything in there just blew my mind. And I really loved how intense it was. Heavy how Metal habe crazy ich auch mal it was, gelesen. The worlds that it Ganz introduced me früher, to. als And so I thought, das this Spiel is the rauskam. chance. Hier, And Heavy my Metal Fuck awesome 2. partners at Netflix were like, go do it. And so I got a chance to make this movie. And you've got quite the cast, and I know Anthony Ich hab's nie so ganz Hopkins. gerafft, also Hopkins das, plays die this Zeitschrift, nicht das robot, Spiel. Amazing Robot, and it's an insane ensemble. And of course, Sophia Boutella is really the heart of the movie, and you'll see her just kicking ass through the entire film. So it's Okay. fun. And Okay, what I von mir love aus. about, you'll see it in just a second. Das ist but alles there's sehr- even more sehr than planlos just the gerade. films, and part of the reason we wanted to have you here at Gamescom is I know you're kind of expanding on the films with a whole universe of things that are going to be narratively linked to what you're doing with the movies. Tell us a bit about what's in store. Yeah, we're also super excited to reveal that we're making a video game for Rebel Moon, and the game we're developing with okay. Super Evil Megacorp, and it'll expand the Rebel Moon universe. It takes place right after the Wer events ist denn nochmal of Super Evil the two Megacorp? Den movies. Namen habe ich schon mal gehört. And it Warte mal. really is I've been talking Das with finde ich those uns raus. guys and really interacting with them. The ideas they have and the way the game's going to expand the universe is just unbelievable, and I'm super Ich excited kenne about die, it. aber ich weiß nicht You'll be mehr able to woher. pick your Oh oh.
Ich sollte aufhören, Sachen im Internet zu machen. rebel and then go on missions, and it's like 1 and 2 players in a co-op. Yeah, and Nee, it's great. irgendwelche But we're- komische look, and we're Mobile just starting Games to talk anscheinend. about a bunch of other crazy Nichts super Spektakuläres, das mir direkt ins Auge fällt. ideas inside the game, so it's really fun, and that's coming. So keep your eye out for more All of that. right, well, we love it. The films, the game, and more. But let's roll it back to the movie because we are going to get a first look now at this incredible film, part 1 and part 2, right? Yep. This little trailer we put together, a little tease of the universe. So I hope you guys enjoy it. I can't wait for you to check it out right now. Let's check it out. The world premiere of the trailer for Rebel Moon. Zack Snyder, Geoff everybody. Keighley ist so guys. glücklich, wenn er World Premiere sagen kann. Er sagt es immer so oft wie möglich. Und wenn es nur irgendeine olle Netflix-Serie ist. Oder ein Film in dem Fall. Okay, was halten wir denn davon? Do you know the story of the Princess Issa? Es sieht definitiv sehr Zack Snyderig aus. In myth, she was called the Redeemer. It was said this child would stop the madness of war. Das hat mich dezent an 21st Century Boys erinnert gerade. I was given memories of a world I will never see. Ich will nicht sagen geklaut, aber es hat mich sehr stark erinnert. And love for a child. Ich bin ja kein Riesenfan von Zack Snyder-Filmen tatsächlich. Also die DC-Sachen sowieso nicht. Watchmen fand ich jetzt auch nicht so super toll. What do you think they want? Everything. I found her. Ja, es scheinen aber eine Menge Schauspieler zu sein, die man so kennt. I am a child of war. I was taught that love is weakness. Okay, er hat definitiv ein paar Anime geguckt dafür. There is a price to pay for your defiance. Okay, ein paar Bilder sind dabei, die echt cool aussehen, muss ich zugeben. Shh, one moment. I do love this part. Hold on. I don't want no trouble. We're not here to bring any. Aber Filme, keine Serie. You and I both know fear. Let's show them that we're not afraid. Let's show them we are more than the shackles that bind us. Huh. The king is a man. Oh, and Jar a Jar man Binks spielt can mit. fail. But a myth Oh, Jon Snow is spielt mit. indestructible. Oh, C3PO spielt mit. The time has come for all that you love. Mehrere Boba Fetts. Protect each other. We show them no mercy. Ja, das sieht schon interessant aus. Ich will ihn jetzt ja auch nicht sinnlos bashen. Das sieht schon nett aus. Eigentlich hätte ich jetzt viel lieber eine Sendung voller neuer Movie-Trailer oder so, statt der blöden Opening Night Live. Okay, Dezember und April. Ich meine, für eine Story, die man noch nicht kennt und die auf keiner bestehenden IP basiert, finde ich es ein bisschen albern, mit einem Launch-Date für Teil 2 und so weiter zu werben, wenn Teil 1 noch nicht mal draußen ist. Das bei Marvel-Filmen, bei Justice League und so verstehe ich's, aber ja, mal sehen, vielleicht ist es ja ganz cool. The new open-world action-adventure from Pearl Abyss in South Korea. Okay. Well, that changes tonight because the team has prepared a very special gameplay update trailer to share with the world first here at Gamescom. Sag ja, wird das was für einen MMO-Tag? Oder eher nicht so?
Oh ja. Das sieht aus... Ja, das sieht nicht schlecht aus. Aber das heißt leider nicht mehr viel bei koreanischen MMOs. Da gab es jetzt mindestens schon 2 oder so, die echt gut aussehen. Aber deren ganzes Gameplay ist quasi nur einen Knopf drücken. Und der Rest ist Auto-Walk und Auto-Quest abschließen. Aber es gab immer ein Fadenkreuz. Okay, das sieht nett aus. Ist es denn ein MMO überhaupt? Oder ist es so ein Destiny-like Team-Based-Ding? Ich sehe noch keine anderen Spieler. Ich sehe noch keine anderen Spieler. Ah, das ist da hinten. Das sieht eher aus wie so ein Low-Budget Witcher bisher. Angeln. Warum kann man sowas nicht direkt am Anfang klären, damit man weiß, was man sich da anschaut? Oh, Katze. Okay, das ist ein netter Effekt. Das durchs Gebüsch Dingsen habe ich auch noch in keinem anderen Spiel so gesehen. Bisschen Air Street, bisschen Zelda, bisschen Elden Ring. Ich meine, zugegeben, das sieht echt nicht übel aus. Oh, das Pferd ist tot. Adieu, Pferd. Bisschen Shadow of the Colossus. Mehr Zelda. Okay. So ein Bullet Hell Boss. Also das... So spontan sieht mir das spannender aus als Wukong tatsächlich. Der Hauptcharakter sieht ein bisschen aus wie der Typ aus dem Game of Thrones Spiel. Auch von dieser wuchtigen Animation her. Bosse mit eigenen Lebensdingsen. Die Sky Islands aus Zelda. Das scheint eine Menge Kram in einem Spiel zu sein. Crimson Desert. Aber Pearl Abyss... Ich dachte, die machen MMOs. Oh, großartig. Okay, so here's the deal. The components are kept in high-security cooling containers somewhere in the storage yard. The clock starts ticking as soon as the components are out in the open. So you need to haul ass to get them to the transport. Take too long, and they'll start to degrade and lose value. Now, do what you need to do to get ready. I'll see you on the other side. Okay, was ist Payday? Also ein Add-on, wie heißt das, Mission Pack für Payday? Oder ist es ein anderes Spiel? Es wurde wahrscheinlich gesagt, aber ich hab's verpasst. Ja, das sieht jetzt nur so mittelgut aus. Fairerweise ist die Musik ganz cool. Ja, Payday, okay. Okay. Das ist doch... Das kennen wir doch, oder nicht?
Assassin Dingsbums. Wie heißt denn das nochmal? Das so sein soll wie der erste Teil? Basim. Die haben zu viele Assassin's Creed Teile im Moment in der Mache. Ich kann die nicht mehr auseinanderhalten. Aber ich glaube, das hier war das Gute. Also das, was ich gut fand. Das wieder mehr wie das alte Assassin's Creed sein soll, also 1. Wenn das halbwegs gut abschneidet, werde ich das spielen. Ich fand Assassin's Creed 1 richtig, richtig gut. Und wenn man da ein bisschen was an neueren, nicht Mechaniken, aber neuen, wie sagt man, halt modernen Sachen, die das einfach netter zu spielen machen, einbaut, dann wäre ich, glaube ich, dabei. Quality of Life Improvements war das Wort, das ich gesucht habe. Optisch ist das schon völlig in Ordnung. Wegen mir muss es nicht aussehen wie ein 500 Millionen Euro CGI-Movie-Ding. Ein Spiel braucht genauso viel Grafik, damit es gut aussieht. Und das sieht okay aus, finde ich. Das sieht echt nicht schlecht aus. Ich habe halt nur ein bisschen Angst, weil das eigentlich gestartet ist als Add-on oder so für irgendein anderes Assassin's Creed und dann wurde es in ein eigenes Spiel umgebaut. Ocarina, welches? Das alte für N64 oder das Remake für 3DS? There you have it, Assassin's Creed Mirage, which marks a return to the Middle Ich finde die Grafik auch East okay. offering an immersive and authentic experience Fairerweise, die N64-Grafik mittlerweile hat ein bisschen gelitten, aber es ist immer noch völlig okay für das, was man da spielt. Ich habe noch nie das N64-Spiel gespielt und mich geärgert, dass die Grafik schlecht ist oder so. Hallo Jasmine. Hallo Jasmin. Thank you, Geoff. Thanks for having me. Die ist, glaube ich, auch jedes Jahr da, oder? Everyone. Und nervt rum. I'm so excited to be with all the fans here at Gamescom this year. Ach, die I Gnu. have the honor to be your Die guide for Gnu. tonight for all those great things happening right here at Gamescom. And if you can't join us in Cologne this year, don't worry. You never have to miss any of the events this week. Just go to Gamescom now to discover what the world's gaming industry has in store for you. And if you're ready to vote for your favorite games, then visit now.gamescom.global and cast your vote for this year's Gamescom Awards. The awards will be celebrated this Friday at 3 p.m. If you want to join the adventure and win pretty cool prizes in this year's Gamescom Epics, ich habe was gelesen über dieses Gamescom Epic-Ding und ich habe keine Ahnung, was genau das ist, weil ich keine Lust hatte, auf die Links zu klicken. Jasmin Gnu ist so eine YouTuberin, Influencerin. Aber ich glaube eher YouTube als Twitch. There will be more announcements from the largest indie area in the world in the Gamescom Awesome Indie Studios show tomorrow at 8 p.m. And later this week, tune in to the Gamescom Studios broadcast and check out the Gamescom Cosplay Awards live from Cologne, Germany on Sunday at 3 p.m. I highly recommended this section. So check out Gamescom now for all those fantastic features. Ich glaube, die spielt auch Spiele, so Trash-Spiele und so weiter. Die hat mehrere Channels. Aber ist nicht so meine Bubble darum, keine Ahnung. Okay. You guys have come all this way from Japan to deliver something special to Gamescom. Yeah. What do we got, Harada? そうですね、普段最近はずっとバトルシステムの話ばっかりしてるので、今日は皆さんのために、全く新しいモードの情報を持ってきました。So up until now, we've been mostly showing off the battle mechanics and new gameplay.
But today we have an all-new mode for to show you. Hier, Dings. ですね、鉄拳はもちろん今回 Wie の heißt der Mann? 三島さんが描いた Katsuhiro, glaube ich. Harada ist auch so ein Gesicht aus Gaming, das man überall wiedererkennt. Genau wie fucking Kojima oder Miyamoto. Der hat so einen Charakterkopf. プレイヤー中心のですね、ストーリーモードっていうのを、最新の AI ラーニングシステムを使って、すごい臨場感のある、ベテランからニューカマーまで楽しめるような、そういう新しいモードをちょっと今日はお見せしたいなと思います。Speaks foreign language. Danke, YouTube-Untertitel. Mode covering the Oh, warte, ich bekomme gerade eine storyline Nachricht. and the arc that the players expect up until now. But this brand new mode is kind of the story that focuses on you as a player. And it covers the arcade scene, which is, a classical atmosphere that people our generation actually got to experience firsthand, but maybe some of the newer gamers out there haven't. So this will cover that. As you progress through that storyline, you'll experience some all-new gameplay that actually has some Ja, das ist eine Nachricht, die unbedingt mir gesagt werden muss. Ich habe Aufkleber auch für die Gamescom. Ich bin sehr gespannt, was ich damit mache. Check it 8? Ach, Tekken 8. Ich dachte, er hätte sich versprochen. Irgendwie kommt es mir vor, als hat jedes Tekken die gleiche Story, mehr oder weniger. Es ist immer irgendwie Kazuya, immer irgendwie Vater, wie heißt er? Ich hätte nicht gewusst, bei welchem Teil wir jetzt sind. Ach ja, Heihachi war tot. Mal wieder. 20 €, dass der zum Ende des Spiels wieder auftaucht, spätestens. War das Rashid? Willst du im Sparring gegen mich antreten? German Character. Okay, das sieht ziemlich kacke aus. Ich dachte, sie machen jetzt so ein Street Fighter 6-mäßiges. Nee. What's done is done. Tekken ist so Banane, ey. Get ready for the next battle. Okay, sure, warum nicht? There you have it, Tekken 8 coming in January 2024. So was jetzt. All right, I'm now joined by Shelby Carlton and Dave Swenson from Sledgehammer because on November 10th, Call of Duty Modern Warfare 3 arrives, and today you guys will be the first audience Egal, in ob's the world to Gamescom see ist some raw, oder real gameplay Game Awards, from the campaign. wir kommen nie Call of Duty Dave, herum. welcome to Gamescom. What can you tell us about Modern Warfare 3? Oh ja, well, first of all, Geoff, it is awesome to be here. Modern Warfare 3 this year is the complete package. We're shipping 16 multiplayer maps, all from the original Modern Warfare 2. These maps have been modernized with new gameplay and features. We also have open world zombies. This is our largest zombies, yeah. This is our largest zombies offering ever, and for the first time, it's set in the Modern Warfare universe. And of course, this year, we are bringing a huge innovation to the Call of Duty campaign. Yes, let's talk a bit about the campaign, Shelby. Makarov, I know, is going to factor into this. See him over there. Tell us a bit about what is the storyline. What can we expect from the campaign?
Yeah, so for the first time for Call of Duty this year, we're doing a direct sequel. Nee, sorry, absolut kein Interesse. Wie lange geht denn die Show überhaupt? Interesting questions in their Wissen wir story. das? Ist das And irgendwo? Sledgehammer Games is so excited to work with Infinity Ward on the campaign to answer some of those questions and to bring you Modern Warfare 3. And one of those answers, he's standing right behind you. Och, komm schon. Ich darf hier echt kein anderes Fenster öffnen. Infamous antagonist. He is cold, he is calculated, and he is trying to bring the world to the brink of war. But not if Task Force 141 has anything to say about it. So we are just so excited to get this campaign into the players' hands. All right, well, we are going to see a playthrough of a campaign level, but Alter, first, von 8 bis Dave, I want 10 to talk about CT, something also new. You're doing bis open combat missions. 10. What are those? Okay. So Call of Duty is known for epic cinematic stories, as Shelby talked about. And this year in Modern Warfare 3, we're introducing a new innovation to the Call of Duty campaign that's going to allow players to interact with that story like never before. We call them open combat missions. Open combat missions are player-directed. They allow the audience to play the game the way they want to play it. So if you're like me and you like stealth, you can go in quiet, you can equip, suppress weapons, complete all the objectives without the enemies ever knowing you were there. But if you want to go in loud, you can strap on armor plates, you can go and hit the enemy head on, and open combat missions will support it. You can leverage vehicles, you can leverage tacticals, so theoretisch sollte you can jetzt use your favorite kill streaks in campaign. Now, open combat missions okay, jetzt haben wir den Chat auch hier. Ich habe vergessen, dass der noch nicht in diesem Overlay ist. With those epic cinematic missions that Call of Duty fans know and love. And tonight, we want to show you an exclusive first look at one of these epic cinematic missions. Okay, set it up for us, Shelby. What are we going to see? This is the start of the game almost, right? Yeah, so this is a sneak peek of the very first level Wir reden ja of immer noch Modern über Call Warfare of Duty. 3. This is called Operation 627. All right, check it out. Here you go. Call of Duty at Gamescom first. Thanks, guys. Okay, Trailer. Na gut. Oh. Spielt irgendwer Call of Duty für die Story und für den Singleplayer-Modus? Ich habe das Gefühl, dass jedes Mal, wenn ich davon höre, geht es wirklich ausschließlich zu 100% um Multiplayer. Und trotzdem haben die immer so millionenschwere Singleplayer-Campaigns. Alpha team clear. Heading to surface. Okay. All teams, eyes on target. Phase 1 complete. Charlie copies. We're set. Roger that. Moving to phase 2. Patrol boat 2 o'clock. Get under. Das ist jetzt aber ein neues Spiel, ja? Also das ist nicht irgendwie das alte Modern Warfare 3 und auch nicht das neue. Ein neues Modern Warfare 3, sondern ein ganz neues Modern Warfare 3 Spiel. Also eins, das es noch nicht gab und das ist kein Remake, Remaster, bla bla bla. Oder? Ein Checkpoint, du hast nichts gemacht. Wieso kam da Checkpoint Reached? Du bist literally gerade aus dem Tutorial gekommen. Alles was war, waren Zwischensequenzen bisher. Ja, nett aussehen tut's. Nodes on. Airstrip's on.
Müsst ihr doch nicht immer alle gleich umbringen. DZ clear. 3-1, kill the leg. Alpha to Bravo 1, marking with IR, confirm visual. Visual, Bravo inbound. Okay. Ich möchte mal sagen, dass der Spielercharakter bisher noch nichts getan hat. Nichts. Nur den ganzen Zwischensequenzen hinterher gelaufen. Wehe, gleich kommt nochmal Checkpoint Reached. Das wäre eine Beleidigung. Warum suchst du nach der Leiter? Du läufst sowieso nur den NPCs hinterher. Wenn du wenigstens der wärst, der an erster Stelle laufen würde und nicht hinter 5 anderen Soldaten irgendwie enge Gänge runterschleichst. Ah, ich werd's nicht verstehen. Ich werd's nicht verstehen. Movement in the courtyard. Looks like a prisoner transfer. Not okay. On me. Hold up here. All teams, Alpha's in position. Copy. Bravo set. Charlie, good to go. Roger. Fire in the hole. Stand by. 3, 2, 1. Execute. They're taking the bait. Light them up. Okay, wir tun was. Wir tun was. Nee. So, diese Military-Deckungsshooter werden mir nie irgendwie großartig Spaß bringen, glaube ich. Wenn ich Shooter spiele, dann Quake, Doom, so ein Gedöns, liebend gerne. Gib mir Rocket Launcher und komische Viecher, dessen Schüssen ich ausweichen kann und so. Aber diese komischen Zielfernrohr an, Go und dann zur nächsten Zwischensequenz-Dinger finde ich echt super langweilig. Die sehen nett aus. Ich würde mir ein Let's Play davon auf YouTube angucken zum Beispiel, aber zum selber spielen, ne. Hi Raffi. Du kommst zum absolut unspannendsten, Call of Duty Modern Warfare 3, glaube ich. Mal wieder. Du machst literally nichts. Du stehst da und guckst dir das an. Oh Mann, ey. Das macht doch keinen Spaß. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das Spaß macht, was da passiert. Also rein spielerisch. Ja, gehen wir weiter. Und es dauert wieder so lang. Die zeigen wieder die komplette erste Mission oder so, wie jedes Mal, wenn Keely Call of Duty dabei hat. Oh, was du verpasst hast, war, dass wieder irgendwelche Vollidioten die Bühne gestürmt haben und sich auf die Bühne gestellt haben vor Keely, um irgendeinen Scheiß zu reden. Und Keely war echt enttäuscht. Der war echt super enttäuscht, dass die Fans auf seiner Show so einen Scheiß machen. Und das war auch echt ganz am Anfang, in der ersten Minute quasi. Er hat gerade Hallo gesagt, da sind 3 Heinis aus dem Publikum gekommen. Und wurden dann von Security wieder rausbegleitet.
Ja, die war ja Security da, aber das ist halt direkt vor der Bühne gewesen. Er steht halt direkt vor der Bühne. Und die sind einfach aufgestanden und zu ihm hoch. So wie, wann war denn das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Wo das auch schon mal war, am Ende. Irgendwie, wo sich da irgendwer... Was war denn das? Hat sich irgendwer einfach hinter Hideo Kojima und sein Team gestellt oder so? Irgendwas war da doch. Aber das war echt affig. Die haben einfach irgendwas geplärt. Keely hat gesagt, er ist mega enttäuscht, die Kamera ist von denen weggegangen und dann kam Security und hat die runter echauffiert. Runterchauffiert. Nee, man hat's gehört, aber ich hab's nicht gehört. Also, hätte ich realisiert, was da passiert, hätte ich es wahrscheinlich mitbekommen, aber ich habe nur so im halben Arsch hingehört. Weil ich dachte, das gehört irgendwie zur Show oder so. Und bekanntlich hören wir da nicht zu. We have so much more to share with you, but first, here's an update on Nightingale, the new shared world survival crafting game from Inflection. After a few years of waiting, it's finally time to find out the early access release date for Steam and Epic Store. Der Name sagt mir was, aber ich weiß nicht mehr, was es war. The Feywilds await, and so too Nightingale. Awaken your first portal and tread on towards that which is boundless, beyond the measurable. Nee, sag mir nichts. Struck by woe and lacking supplies, the question becomes, wilt thou be a survivor? Ja, keine Ahnung. Noch ein Survival-Crafting-Game, aber das sieht ganz nett aus. Ich werde nie so ein Spiel so lange spielen, dass ich irgendwie so ein Haus bauen kann. Niemals. Das wird einfach nicht passieren. Regardless of which portal variety you favor. Realm cards will be necessary. Okay, also man baut seine eigenen generierten Welten zusammen, anstatt sich auf das zu verlassen, was vom Spiel kommt. Zumindest so das Thema und so. Oder wie, oder was? Was ist der Stil hier? Ich bin heute ein bisschen in Meckerlaune, glaube ich, aber das sieht aus wie Assets von 20 verschiedenen Spielen zusammengewürfelt. Das muss jetzt nicht schlecht sein, aber irgendwie sagt mir das jetzt überhaupt nicht, ob das eher eine Fantasy-Atmosphäre ist oder eine Science-Fiction-Geschichte. Oder einfach gar nichts davon. Ja gut, Feywild. Naja. Feywilds verbinde ich auch mit Fantasy-Kram. Nur halt mit vielen Neonlichtern und Blumen. Oh nein. Oh nein. The astral realm is Lilith's home. One way back is to restore the forbidden primal. She will utilize the power of the four primals. Ist das Mobile? Sehen so Mobile-Spieler aus mittlerweile schon? You can tell primal beasts were weapons created by astrals. Their powers are capable of untold destruction. Primal beast. Is that what you call primeval gods? Nee, oder? Das ist dann irgendein Konsolenspiel wahrscheinlich. Can't put a finger on what. That doesn't look right from up here. Oh no. Feels like overkill for a glorified treasure. Something's blocking me. I can't get through. Oh, primeval god, I beg your forgiveness. Oder? Ja, muss ja. But fate set in motion can't be stopped. Aber dafür sieht's wieder nicht gut genug aus. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es eh nie spielen. We've been through a lot together. Visited new islands, met new people. But you've always been there to protect me.
just wanted to say thank you. Thank you. Oh, jetzt klauen sie sogar schon das Final Fantasy Logo-Design. Oh ja, PlayStation, okay. PlayStation 4, PlayStation 5. Hey everyone at Gamescom. Hallo. Gina Torres here. I play General Kirkin in Immortals of Avium. She is Jack's mentor. She is Wer kennt den and Charakter she is nicht? conflicted about how to win this ever war. But that's all I can say. Hallo, Let's Kumo. take a look at the game. It's Meow. out today. Meow. 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 Was ist denn das nochmal? Der Titel klingt halt auch wie etwas, was ich schon 100-mal gehört habe, aber der klingt auch wie etwas, was 100 verschiedene Sachen sein könnte. Weil irgendwie jedes Spiel gefühlt Immortals of Avernum heißt. Ach, ja, da gab es schon mal einen Trailer von, das sah schon mal langweilig aus, ich erinnere mich. Das war auf der Games Show. Ja. Das sah nicht schlecht aus, aber das sah halt auch nicht besonders aufregend aus. Hat das Ding mir heimlich wieder die Auflösung runtergestellt? Das sieht schon wieder alles sehr, sehr pixelig aus hier. Angeblich nicht. Welche Frau? Den Spielecharakter oder die Synchronsprecherin? Ich meine, ich könnte dir beides nicht sagen, glaube ich. That was Immortals of Avium, which is out today. And next up, we're going to step into the world of the Hoyoverse. And I am here with Jenyu Lee, the producer of Zenless Zone Zero. Oh, Jenyu, welcome to Gamescom. Mihoyo, ich gehe kurz, da klinge ich mich kurz aus, da kann ich nicht It's a mitreden. great honor to have you here. We've been very excited to hear more about ZZZ, the next game from the Hoyoverse, in the Hoyoverse. Can you tell us a little about what you brought to Gamescom for this ARPG? 非常荣幸今天来到 Gamescom 这个舞台，并且给大家带来了我们的作品。Der Übersetzer sieht wieder creepy aus. Warum sehen diese Übersetzertypen immer so creepy aus? I'm incredibly honored to be here tonight, Wenn and die I've so super brought one of our konzentriert newest zuhören. products with me today, which is Zenless Zone Zero, an urban fantasy APRG. 距离上次我们给大家分享动态已经有1年的时间了，我也知道大家非常着急，想知道我们新的一些研发进展如何，所以这次我们想借助这个舞台，给大家分享一下我们新的研发中的内容。Zenless Zone Zero. So I know it's been a while since we've given you an update on what we've been working on, and that's why I'm particularly happy to be here today to give you an update on the progress that we've made with this game. 接下来的 PV 会有我们新制作的战斗机制和我们新的都市交互系统，希望大家喜欢。So we've brought a trailer with us, and it shows you some of the urban environment that we've been working on, and also some of the dynamics of the game. I hope you like it. Excellent. Thank you very much. Here you go. Brand new trailer for Zenless Zone Zero at Gamescom. Dann zeig mal her das Ding. Okay. Ist das so Persona-isch? Er sagte ARPG, aber noch sieht's nicht aus wie ein ARPG. Raffi, wie hieß nochmal dieses Spiel?
mit diesen Kiddie-Charakteren, in denen du quasi alles machen konntest. Skateboard fahren, Gegner besiegen, so ein Hammer, dich verwandeln an der Superheroes. Mit dem coolen K-Pop-Soundtrack. Wie hieß denn das? Mit dem Lied, das ich die ganze Zeit im Discord gespammt habe, weil ich das so gut finde. Du weißt, was ich meine, oder? Und das sah so ein bisschen aus wie das, nur halt in Anime-Style. Ich weiß gar nicht warum, aber es hat mich so ein bisschen dran erinnert. Was ist das? Tales? Oder immer noch dasselbe Spiel? Sanctum ever having one of these. What manner of evil transported us here? Great work, General! General 1, Demon 0. Please, 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 please. Plan B. Was bin ich sehend? Kumo, du sitzt direkt vor deiner Kamera. Dankeschön. It's an emergency, Master Diviner. Jinyuan's not here, and the Cloud Knights haven't trained in days. Looks like I'll have to help Jinyuan get these slackers in order. Warum stand da nicht, wie das Spiel heißt? Oder war das immer noch das Gleiche? Ich bin verwirrt. Genshin Impact is nearing its 3-year anniversary, and the game just released its 5th nation, Fontaine. Here's a look at the nation surrounded by water, plus the announcement of a brand new concert series coming, hopefully, to a city near you. Kein Interesse. Genshin. Ich freue mich, dass anderen Leuten das Spaß macht. Meins ist es nicht. Ich verstehe aber, warum es anderen Leuten Spaß macht. This is no time for distractions. Seriously, you have a great magician standing right here. Das war jetzt aber nur ein kleiner See. Okay. Da war doch ein anderes MMO neulich erst, das eine komplette Unterwasserwelt als Add-on gebracht hat. This October, Lords of the Fallen releases an RPG adventure where he plays a Dark Crusader who can access a parallel dimension, the Umbral. Here is a first look at the brand new story trailer for Lords of the Fallen. Sorry, musste eben Mikro ausmachen hier. Ah ja, Lords of the Fallen, ehemals The Lords of the Fallen, ehemals Lords of the Fallen 3. Ich wäre sehr überrascht, wenn das irgendwie über 80% Meter geht.
Wäre ich sehr überrascht. Ich gönn's denen. Oh, die haben es oft genug versucht. Und die Spiele waren auch nie wirklich schlecht. Die waren halt nur immer schlechter als die meisten anderen Souls-Likes, die so unterwegs waren. Und die Storys waren super unspannend. Und das ganze Szenario und so. Und das kommt mir jetzt bei diesem hier jetzt auch nicht viel anders vor. Das war immer so, dass als ob jemand einen Dark Souls gemacht hätte, der keine Ahnung hat, warum Dark Souls so beliebt war. Und nur die super offensichtlichen Sachen genommen hat. Das haben wir auch schon gesehen. Ich glaube sogar den gleichen Trailer, oder? Ja, nicht sicher. Auf der Nintendo Direct, glaube ich. Bei der auch Mario vorgestellt wurde. Ne, war ein anderer Trailer. Wird wahrscheinlich ganz nett. Ja, ich find's auch nicht schlecht. Aber es ist jetzt nichts, für das ich 60 € ausgeben würde halt. Looks amazing. October is going to be a very busy month for new releases. And yes, there will be full 4-player co-op. Wenn es auf Game Pass kommt, spiele ich's. But that is not all the Sonic news we have for you tonight in Opening Night Live, because we also have a special update for you on Sonic Ist das eigentlich schon raus? Ist das released worden? Frontiers? Ich weiß es legitim nicht. Anscheinend ja schon. Okay, na gut. Hat er? Habe ich das gesehen? Weiß ich nicht. Cool, danke, Sonic Team. Das war ein Top-Trailer. Top. Hello again. It's so amazing being here at Gamescom with all the game devs, publishers, and of course, the fans. Hallo Gnu. Gamescom is the world's largest video game event. Just check out this footage from last year. There are so many opportunities to celebrate games and connect with Das your ist so fellow unangenehm. friends. And earlier, I mentioned the Gamescom cosplay area, where you can see amazing game-inspired costume, just like this. Oh, es wird unangenehmer. Wie haben sie die auf die Bühne gezerrt? With Mochi Dragon, Rainbow Raven, Zaza and Saphira. Saphira ist das richtig unangenehm. Mochi vielleicht Dragon, auch nicht. Can you tell me how you choose a character to cosplay? For me, there are 3 things required in order to decide on a cosplay. The first thing is, do I like the game or the media where it's coming from? The second one is, do I enjoy the character design? And the third one is, does it have a little challenge in the cosplay making progress? Like sewing a corset like my princess has here, or imitating bone structure with foam. And what makes cosplay at Gamescom unique for you? Nee, das sind For me, ich it's definitely hundertprozentig being able to überzeugt, play dass all das of these echte awesome Cosplayer games auf der in Gamescom sind. cosplay at the booths of the developers, as well as talking to the producers of the indie games, like having Was first-hand ist das conversations, Kostüm, das and of course zweite the von Cosplay rechts?
Thank you so much Ich steig nicht, ich weiß nicht for genau, sharing was es, your costumes with us. ob mir das And I bekannt wish vorkommt you oder a nicht. Great and wonderful Gamescom. Thank you. Applaus. Das ist irgendein Halo-Kram? Nee, oder? Nee. Star Wars? Halo? Ja? Before I go, Ach, die anderen durften gar nichts sagen. Super. Friday through Sunday there will be okay. live shows Dann war's from Halo. the stage right here in this hall. Check out creators, gaming events and esports competitions live from Cologne or tune in online. Join and follow us on Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, and be sure to use the Gamescom hashtag 2023. Thank you so Niemals. much and back to you, Geoff. Tschüss, Gnu. Thank you, Jasmine. It's great to have you here. Hallo, Geoff. All right, right now we've got a first look at The First Descendant, a next-generation action looter shooter from Nexon. The cross-play open beta is going to be held September 19th to 25th. Okay. Sag ja, Looter-Shooter. We must follow the will of the ancestors. Accept your calling. Okay, also... Ach, Nexon. Ich wollte gerade sagen, da sind schon wieder 5 Sachen in dem einen Bild, die mir irre bekannt vorkamen von anderen Spielen. Aber Nexon erklärt's. Ja, ja, das ist ein Nexon-Spiel. Was ist das für ein cooler Bunny-Suit? Despite their efforts, humanity is still at risk of extinction. And you are the only chance we have. Ich weiß es nicht. Ich habe das Hashtag schon wieder vergessen. Okay, also quasi Destiny und Warframe-ish. Das sieht sehr Warframe-ig aus. Und das Geballer sieht sehr Destiny-ig aus. Und die Gegner sehen auch sehr Destiny-ig aus. Das sieht jetzt nicht total mistig aus. Das wäre unfair, das zu sagen. Das sieht nicht schlecht aus. Hello? Hi. Hi. How's Surface World? Good. Everything's fine. Quantic Dream. Great. How are you? Tired, but in a good way. Busy. Unitrench is still Unitrench. I'm worried about you. I heard there was a storm coming. I told you, I still need time. Time to what, Stan? Ja, Stan. Because as far as I can see, you're just treading water. We're upping the extraction rate. Maximum output. I don't expect you to understand. You're not the only one who's suffering. I need you with me here, now. I will be. I promise. Nicht uninteressant. You're right there. On the verge of something special. Of being first into great. Ach, das ist nur Game Pass Werbung, ne? Oder Xbox Werbung. Okay. Okay, soweit nichts Neues. Forza, Flight Simulator, wie auch immer der Mist heißt. Awake, Awoken. Halo. Mehr Forza, mehr Flight Sim.
Starfieldo. Okay, von mir aus. Oh, das Publikum ist begeistert von Game Pass. Achso, da stand noch jemand. Troy Baker, Roger Clark, Julia Brown, the stars of Fort Solace, which is out today on PlayStation and PC. Guys, welcome to Gamescom. This is so fun. Tell us a bit about this project. What can you tell us? Oh my God, look at these people. You guys are insane. Troy Baker doesn't give a fuck. We've been able to talk about this game for a while. I think the thing that I'm most excited about is for people to explore these characters. Stand unten rechts, habe ich nicht gesehen. Avowed, ja danke. At the core of this experience is wie viele falsche Namen habe ich gesagt? And you're going to do that by discovering these characters and learning about their stories, and that's, as actors, that's something that we just want to throw ourselves into. Mich wundert, dass man Troy Baker nicht öfter in Filmen und so weiter sieht. Zumindest ich nie. Ich glaube, der wäre ein Hammer-Schauspieler auch. Ich offiziell nicht. Aber wenn du auf meinen YouTube-Channel guckst, würde da jetzt ein sehr ähnlicher Stream laufen. Aber sag das nicht Onkel Twitch. We know you from a lot of great, film, television work. This game thing, how did you get involved in this project? Yeah, it's my first ever video game project, so I'm so excited. Thank you. And to get to work beside two of the best in the game world nonetheless. So I just had to watch these guys and learn. And you guys did full-on, performance capture. We see a little tease of your character there, Julia. What can you tell us about kind of what we're going to see in this launch trailer? Because it's an amazing narrative experience, right? This sort of, an independent game, but done on a big production value. Yeah, let's go, Roger. One of the best things about working with Troy, I remember coming in from lunch and we were doing the mocap, and I walked into the foyer and there I see Troy's butthole. The hole is butt made. When I say we threw ourselves into this, we literally did. And there's a hole in the wall that was made by my butt. Yes. Which he signed. And Julia, I know it's a little mysterious what your role is in this game, right? But we have to play to find out. So I play Jessica Appleton, who's an engineer working on Fort Solace, alongside Jack Leary. And they're going to have a night that they will never forget. Ooh, okay. It's a thrilling Was war das nochmal für ein Spiel? Ich weiß, dass wir davon schon was gesehen haben, aber ich kann es gerade nicht mehr einsortieren. For Fort Solace. Thanks so much, guys. Our pleasure. Thank you, guys. Thank you. Achso, okay, wir sehen es nochmal. Okay. Jack Leary, senior engineer en route to Fort Solace, in the Planum Quadrant, responding to an alarm. Suspected power failure, await further information. Recording submitted. Is there no sign of security? No. Warum sind die überhaupt auf der... Die sind doch Mitglieder der Synchronsprechervereinigung da in den Staaten. Auf jeden Fall Troy Baker. Warum darf der in diese SAG-AFTRA-Geschichte? Wie kommt's, dass der auf der Gamescom ist und sprechen kann und Promotion machen kann und so weiter? Fällt mir gerade mal so auf. Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass Troy Baker da Mitglied war. Bei den anderen beiden weiß ich's nicht. Oh, und übrigens, das gleiche gilt für Dings. Für Zack Snyder. Hätte ich jetzt vermutet. Next, it's time for the announcement about a new game from Focus Entertainment and Saber, the continuation of the Ultimate Off-Road Experience. Die Ultimate Offload Experience Untertiteln. Ja, zählen Regisseure nicht? Ja gut, okay, sind nur Schreiber und Schauspieler, ne? Behind all great discoveries. Aber er schreibt doch auch. Oder nicht? One of anticipation and adaptation. Of struggle. Ich verstehe nicht, warum jeder diese Spiele so toll, warum die so groß sind, warum die so beliebt sind. Einerseits verstehe ich sie, weil das war der blöde Dings aus Breaking Bad. Einerseits verstehe ich, weil es Spaß macht, in Matsch rumzufahren. Aber andererseits raff ich nicht, wie das eine
5 Spiele AAA-Produktion sein kann mittlerweile. Das ist so irre. Ich find's nicht mal schlimm. Ich würde das Spiel gerne spielen, aber ich verstehe es nicht. Das war literally das Ding aus Death Stranding. Das Tiefensystem. Haben die eine Story mittlerweile? Ich möchte, dass die eine Story haben. Mit den absurdesten Gründen, warum man jetzt im Matsch fahren muss. A vibrant open world welcomes you to the ultimate festival for car lovers, Motorfest. Here is the brand new trailer. Oh nee, jetzt mach's doch nicht mit The Crew kaputt. Die Laune war gerade so gut und jetzt kommt so raus. Truck Simulator verstehe ich. Truck Simulator verstehe ich absolut. Hi, Iki. Landwirtschaftssimulator. Du hast verpasst, wie ich mich gerade wieder über meine eigenen dämlichen Gedanken kringeln musste. Und jetzt verpasst du gerade ein blödes Spiel. Also hier, Truck Simulator kann ich verstehen, weil das macht Spaß, auf so Autobahnen und Strecken rumzufahren, die du kennst oder dir zumindest einredest zu kennen und die dann umgesetzt siehst in einem Videospiel und dich an die Regeln halten musst und nicht rasen musst und dann halt weißt, okay, du könntest jetzt einen Unfall bauen jederzeit, wenn du wolltest. Kann ich nachvollziehen. Das kann ich so ein bisschen verstehen, so als ähnliches Ding wie GTA zum Beispiel, das in Hamburg spielen würde. Oder sowas in der Richtung. Ich verstehe es. Landwirtschaftssimulator gut, das muss schon ein Hobby sein, schätze ich mal. Verstehe ich aber auch. Kann ich... Ich meine, fandst du als Kind keine Trecker und... Okay, ich fand selber Trecker nicht toll, aber die meisten Kinder finden Trecker toll. Oder Mähdrescher oder so. Und das ist halt was man gerne machen möchte, aber auch nicht lernen möchte. Genau wie Flight Sim. Nur halt auf dem Kornfeld. Ich weiß es nicht. Ich verstehe den Reiz von Truck Simulator. Genau, das ist so dieselbe Welt wie Train Simulator oder nicht unbedingt Flight Simulator, aber Train Sim kommt, glaube ich, schon nah dran. Oder sowas wie früher Test Drive oder halt realistische Sims, pseudo-realistische Sims. Und halt genau dieses Gefühl, dass du meinst, von wegen in GTA regelkonform fahren und das dann halt als Spiel. Ich kann es verstehen. Clean view. Home stretch. Getting a ripper to overclock your chrome before the fight. Ich habe keine Ahnung, was hier neu ist und was nicht. Ich habe das alte nie gespielt, also das normale Spiel. Okay, I'm ready. Coinschimmer. Die Musik ist halt cool. Ende der Liste. Was mit Idris Elba? Der spielt mit im Cyberpunk Update Add-on Dingsbums? Weiß ich nicht mehr. Idris Elba soll mal lieber ein Remake, wie nennt man das bei Filmen? Eine Neuauflage vom Dark Tower Film machen. Der Blödmann. War das gerade Kid?
Good luck. Weiß ich nicht. Sehe ich aus, als hätte ich hingeguckt gerade. Ich habe keine Ahnung. Ja, das klingt wie er. Die Stimme gerade klang nach ihm. All nearby units. We got a situation in Watson. Roger, dispatch. We're on our way. Nancy, please. For fuck's sake. Your actions are illegal. Let me put it this way. No gun, no fun. Max, time to tilt out. Das Traurige an Cyberpunk ist ja, ich werde deswegen nie wieder Witcher so sehen, so harmlos sehen können, wie ich es vorher gesehen habe. Weil ich jetzt weiß, dass CDPR dahinter sind. Und Cyberpunk so einiges gezeigt hat, wie die Leute da so drauf sind. Und da habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Da klippt doch alles durch die Straßen, oder nicht? Close, and here to talk a little more about what we've just seen is Yulia Primock, gameplay designer from CD Projekt Red. Yulia, welcome to Gamescom. Hey, I'm excited to be here today. Well, we're excited to get in depth about what we just saw because there are a lot of upgrades coming. We just saw a lot of upgrades and changes that are coming to Phantom Liberty. Where do we even start? So basically, we've prepared a major overhaul of the gameplay experience. Ja, man kann es jetzt So spielen. for example, with our absolutely redesigned perks system, we prepared many cool playstyles and many cool abilities to try out. For example, deflecting bullets with your katana, or just grabbing your enemy and throwing that enemy around. And on top of that all, we also prepared a new relic tree that will allow for to empower your cyberware even further. Wow. It seems like players, can even further customize their playstyle to suit their taste. We also saw in that video a lot about vehicles and how vehicular combat is even being upgraded, right? Exactly right. So vehicle combat is a massive addition. Players will be able to shoot their guns while driving. They will be able to use mounted weapons like and rockets. And on top of that, they also will be able to take remotely control over vehicles to, for example, crush them or into like some group of enemies. Aber das war doch nie dafür ausgelegt, das Spiel, sowas zu machen. One more thing is that car chases are gonna be a new, renewed experience with the revamped police system. Okay. Well, it heißt seems das, like die you're spawnen nicht mehr upgrading einfach nur across hinter the board dir? with a bunch of different things, and thank you so much for coming out to tell us about it. Like the trailer showed, I know you have something else to announce, though, that wasn't in the trailer, right? Exactly right. So I'm really happy to announce that a lot of what we've just seen in the trailer will also be coming to Cyberpunk base game for free for current-gen consoles and PC. Okay. 2.0 update. Exactly. Davon bin ich eigentlich fast ausgegangen, muss ich sagen. To check it out next month. Thank you so much, Yulia, for joining us here at Gamescom. Yulia. All right, tonight we've also got an update on the Ich glaube, das mag jetzt Einbildung sein, aber ich glaube, Kili hatte nicht so Bock auf die. One of the factions, the Infernal Hosts. Ist er jetzt relativ schnell wieder rausgekegelt, ja, ne? Okay, ich dachte, das wäre nur ich. Oder Zeit wird knapp. Was sagt denn die Uhr? Naja, noch eine halbe Stunde Zeit. We have an early look at our second faction, the Infernal Host. Infernals live and die by the code of victory at any cost. They have a powerful advantage, Shroud, fields of dark magic that strengthen their armies. The lowliest Infernal units are the Worker Imps. You might think they're cute, but don't get too close. Was war das Spiel? Ich habe nicht aufgepasst. Das sieht aus, als hätte jemand Gegner aus World of Warcraft in ein Strategiespiel gestellt. Including themselves to emerge victorious. On the music front, the Chainsmokers are advising us on our soundtrack. We're working with composers like Frank Klepacki of Command & Conquer. We'll share more later this year, including some of the friends we brought in to lend their das sieht ein voices bisschen to our aus wie co-op Command & campaign. Conquer. Stormgate. Weiß ich nicht, ob ich das schon kenne. Gamescom always strives to help our environment, and all of you can help make a change with a donation to the Gamescom Forest. Now to present Gamescom Green Studio of the Year, please join me in welcoming Lisa Pack from Playing for the Planet. Lisa?
Every time I come to Gamescom, I am amazed by the scale of this event and impressed with how each year the team continues to make steps to make it more sustainable. This is being done Die sieht 1:1 aus wie eine ehemalige Arbeitskollegin von mir. Ich war gerade ein bisschen erschrocken. Through Playing for the Planet, the United Nations has been working with the games industry to inspire millions of players around the world to learn more about the environment and to take actions that benefit the planet. Noch nie von Whether gehört. you are a gamer, a head of a AAA studio, or an indie developer, all of us can and should play a part. What matters most is that you start somewhere and Warum gibt's eigentlich nicht mehr, boah, kennt ihr noch diese alten PC-Werbespiele? So Sachen wie Telekommando oder was gab's denn noch? So meistens Adventure, oh hier, das Frosties Jump'n'Run, Tony the Tiger. For this year's Green Studio of the Year Award, we have been looking for a bold, system-changing, innovative, Was ist damit mit denen passiert? Warum gibt's sowas nicht mehr? Ich glaube, das letzte, was ich davon gehört habe, war so 16-Bit-Generation mit diesem 7-Up-Game und so. Hier, Cool Spot. Und danach irgendwie... Gab's von diesen Big Mac Heinis noch ein Spiel später? Nein. McDonald's Kids? Was ist mit so Werbespielen passiert? Ich möchte sowas mal wieder spielen. Gut gemacht. Gar nicht mal AAA-Scheiß, sondern einfach nur so wie ein nettes Indie-Spiel, nur... Xbox. And here to accept the Keine Ahnung, award mit dem Telekommando. is Phil Spencer, the head of Xbox. Ja, das kann sein. Ha. Was macht Phil da? Wo kommt der plötzlich her? Accepting this award on behalf of an incredibly talented team. Was hat er bekommen? Da höre ich einmal nicht zu. Very hard to put tools in the hands of developers to allow them to see the impact of their code on the energy draw of the consoles. We do this so that we can all play while we continue to make the world a more sustainable place. Thank you very much. Oh, thanks everyone. Ich mag ihn. Jedenfalls, ich will Telekommando 4 oder whatever. To Phil and Xbox. Great to have that award in the show. Ja, ich glaube, er kam mit dem Award raus. This is a big moment for you guys. ARPGs have had an incredible year, but you're a independent studio that has been building this game for a number of years, and we're excited to tell your stories. Das sieht nicht unspannend aus. Absolutely. So Geoff, thanks so much for having me. First off, before last Epoch, I was not in the game. Diablo ist jetzt schon raus aus dem Battle, das heißt, es sind jetzt noch Last Epoch und Path of Dingsbums. Nicht Path of Radiance, nicht Path of Empires. Path of Exile 2 im Rennen. Aber Last Epoch sah auch ziemlich cool aus. Wer was ich? Ich? So weit ist das doch gar nicht weg. Achso. Habe ich nie mitbekommen. And Geoff, tonight we're excited to announce our newest class, the Rune Master. The Rune Master has a unique mechanic where he's able to invoke any of 40 different abilities with a single Nicht reden, button press, zeigen. making Zeig it uns super einen exciting and fun Trailer. to experiment and find your perfect playstyle. Die Mütze und der Anzug war eine sehr schlechte Idee, mein Freund. Die Jeanshose ist schon hart an der Grenze dazu, aber das Cap hätte nicht sein müssen. I encourage you to check it out, and right now we've got a first look at the Rune Master. Thanks, Judd. Appreciate it. 5 years ago, Last Epoch was a community dream. What if we, the players, could band together to make the next great Geil, ARPG? Reddit Screenshots. What would that game look like? Lots Kickstarter of character classes Screenshots. to choose from. Every single skill would have its own build-defining skill tree. Reaching in-game would be just the beginning, and it would be updated for years so we could play forever. Das soll halt echt gut sein. Ich hab's noch nicht gespielt, aber die Leute, die es gespielt haben in der Close, haben alle gesagt, also soweit ich es mitbekommen habe, dass das wirklich ein gutes Spiel ist. Und dass viele Sachen macht, oder viele Sachen richtig macht, wie Riker zum Beispiel, die Diablo komplett versaut hat. Ja. Nee, nicht Open Source, glaube ich. Weiß ich nicht. Außer sie haben es irgendwo gesagt. Aber es ist halt Indie Diablo mit quasi AAA-Optik und Gameplay.
Und so ein paar coolen Geschichten, so ein bisschen Zeitreise-Story, glaube ich. Ja, ja, absolut Community getrieben. A really cool game. Speaking of cool games, please welcome the winner of Best Mobile Game last year at the Game Awards, Ben Brode from Marvel Snap. Hello, Ben. Oh, it's you. Whoa. I know we won Michis Erzfeind. You did, yeah. But we just finished rebuilding the entire game Der schon wieder. to run natively on PC. It looks insane. And I'm here to tell you Der war that letztes Mal literally auch schon just so like 5 drauf. minutes ago, we launched the game on Steam. Okay, it's on Steam, rebuilt. Now. Yes, that's fantastic. Now I know anyone actually watching the show on Twitch, if you Der watch ist more than super 30 minutes intens. of ONL Und der ist auch noch so tonight, groß there's a special dabei. Twitch drop, a Spider-Man variant for Marvel Snap. And right now, we've got an exclusive cinematic to show Was you from macht er denn Snap. da? Check it out. Thanks, Ben. Was macht er denn da? Ghost Rider! Deadpool! Das ist eine coole Animation. Oh, Marvel Zombies? Squirrel Girl? Ich finde alles in Snap cool, außer das Spiel. Ready to get out there? Noch mehr Game Pass Werbung? Okay. We have a lot to talk about. Glaubst du, die ganzen PlayStation Superfans haben ja jetzt angekündigt, sie wollen Starfield in Grund und Boden, wie sagt man, bewerten auf Meta und so. Review-Bomben. Review-Bomben war das Wort, das ich gesucht habe. Glaubst du, das wird erfolgreich? Oh, das Dings, Front Mission wollte ich schon sagen. Hier, FromSoft. Ja. Wie heißt es denn? Armored Core. Bin ich gespannt. Bin ich echt gespannt drauf. Aber die Xbox sind nicht viele. Xbox. Ja, das werde ich spielen müssen. Auch wenn ich noch keine Ahnung habe, ob es was für mich ist oder nicht. Aber FromSoft kann ich leider nicht ignorieren. Ja, aber ja, vielleicht. Du meinst quasi, dass sie verteidigen mit positiven 10er-Reviews. Nee, natürlich. Ich zweifle auch nicht dran. Aber ich find's krass. Ich bin immer noch erstaunt, dass das tatsächlich einfach nicht für PlayStation rauskommt. Ich hätte gedacht, Microsoft macht da wieder so ein... schießt sich wieder ins eigene Knie und sagt, ja, wir sind die Netten, wir machen das auch für PlayStation, gar kein Problem, nur 2 Monate später. Und das kommt jetzt einfach gar nicht, oder? Es ist das erste wirklich komplett exklusive Spiel, außer jetzt Halo und so. Also das erste komplett exklusive... Na, es ist ja nicht mehr Third Party. Naja, ignoriere, was ich gesagt habe. Das macht keinen Sinn. Was ist das? Was ist das? Was das ist? Ach, Nexon. Oh, ist das Dings, Dark and Darker? Lebt das noch? War das Nexon? Nein, das war nicht Nexon, oder? Nein, das war nicht Nexon. Was ist denn das? Nichts davon war Silent und nichts davon war Assassin. Was bist du für ein Spiel?
It doesn't matter who tries to stop me. I'll cut my own path through. I'll fight until I stand in the land of salvation. Ja, was ist das Spiel? Warhaven. Play for free, okay. Okay. Vorsichtig interessiert. PvP game will hit Steam Early Access on September 21st. Okay. Next, I am so Merkt ihr das? excited to Das welcome werden wir to mal Gamescom ausprobieren dann. the creator of Mortal Kombat, who's come all the way to Gamescom to unleash even more news on MK1, which ships in just a month. Please join me in welcoming to O&L, Ed Boon. Mortal Kombat 1, 2. Hello, Ed. Ed Boon wird auch nicht älter irgendwie. Seeing you here. Well, we had a lot of fun with you at Summer Game Fest revealing the first gameplay of MK, and I gotta say, every trailer you drop just gets crazier and crazier. So what did you bring to Gamescom? We brought another, probably our craziest trailer of all. You know, since we introduced the gameplay at Summer Game Fest, we couldn't believe the reaction people having to the game, and they've actually gotten their hands on the game, which has become even more Ich exciting. weiß nicht, ich finde Mortal 1 Kombat ist ein komischer Name und ich weiß nicht, ob das jetzt sein musste, so zu rebooten. This trailer we have here should give you an even Aber ich bin halt auch kein idea großer of Mortal just Kombat how Mensch. insane things get with this game. Das wird schon There are okay some sein. reveals in it. I gotta say, this is such a great asset. You guys are gonna enjoy it. Here it is, Mortal Kombat 1, the brand new trailer. Outworld can be both alien and intoxicating to Earthrealmers, while our realms are at peace. Ich glaube, dieser trashy Mortal Kombat Film, also der erste, hat Mortal Kombat echt viel mehr beeinflusst, als jeder gedacht hätte damals. Auch wenn es nur Kleinkram ist. Sagen wir Raidens Akzent zum Beispiel, solche Geschichten. Ich finde, der Film hat echt viel für Mortal Kombat getan. Das ganze Storytelling. Weiß nicht. Was meinst du, kommen irgendwelche Gastcharaktere, Überraschungen am Ende des Trailers? Ach nee, ach ja, das ist dieses Ding mit den Klassikcharakteren, ne? Ja, ey, die Story von MK ist super. Ohne Witz, guck dir mal die, so ein gesamte Story von Mortal Kombat irgendein Teil auf YouTube-Videos an, die 3 Stunden lang gehen. Die ist mega witzig. Das ist so super irre Zeitreise, Geschichten verändere Quatsch. Das ist, die Story von MK ist das Beste an MK. Mit Abstand. I am ready, Your Majesty. Whom shall I face? Ja gut, der Film ist 100 Jahre alt und kam nach Mortal Kombat 2 raus. Nach dem ersten Mortal Kombat 2. Das zählt nicht, das ist wie der Street Fighter Movie. Aber die Story von Mortal Kombat ist cool. Die ist echt super amüsant mittlerweile. Besser als Tekken, wenn man mich fragt. Und Tekken Story ist schon komplett Banane. Ich wollte noch irgendwas sagen, aber ich habe vergessen was. Ich mag so Team-Ups nicht in Kampfspielen. Ich weiß nicht warum, aber das mag ich einfach nicht. Ich mag One vs. One und dabei bleibt's. Oh oh.
Das ist so doof, ey. Who's your queen? Ach, Mortal Kombat. Keine neuen Charaktere. Looks Na insane. gut. All right, time for a tonal shift. Era History Untold is making its first event appearance this week at Gamescom. Was This ist das? turn-based grand strategy game is about building and leading a nation throughout Wer nennt einen dann Spiel Ara? Ich Here muss einen is a Screenshot first machen. look at the gameplay. Wo ist mein Discord? Let's go back Okay. to the beginning. There. The world untouched. No thrones ascended. No history yet written. Just people. Gab's schon mal einen somewhere Sith-Klon? extraordinary by you. Ich glaube, der letzte, der mir einfällt, ist Colonization und das zählt nicht. Also wirklich einfach ein anderes Sith von jemand anderem. Sogar die Musik klingt nach Civilization. Will you be wise? Ja. Will you inspire? Lass mal Civilization spielen, Raffi. Ich hätte mal wieder Lust drauf, das zu lernen. Und wieder zu verlieren und dann wieder 3 Jahre keine Lust drauf zu haben. Ja, also das heißt das alte, 6 oder was auch immer gerade aktuell ist. Das, was wir eh alle haben. However you choose to change the world, one thing is certain. History will never be the same. Achso, nee. Wir können auch das alte Colonization spielen. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Irgendwo habe ich noch Disketten damit. Original-Disketten wohlgemerkt. Ich glaube, Blizzard has had a long history here at Gamescom. das war eins meiner ersten Originalspiele. Diablo 4, it arrived in June. Nee, hat's doch nicht. For years to come with seasonal content. Their first season of The Malignant is now underway, but in a bit of a surprise. Was, wovon redet der? Welches Spiel? Was für ein was? First news on the next season coming this fall. Malignant? Was? It started small. Worum geht's? Worum geht's? Nameless people that no one would miss. Dead. Discarded. Their throats torn open. The church ignored the killings. Was ist das? Was gucken wir da? Mounted like the bodies. The desperate and the brave fought to end the corruption. But they were too late. Was ist das? Ich bin doch bestimmt wieder enttäuscht, wenn ich weiß, was es ist. Das ist doch bestimmt irgendwas Altes. Changed them. Killed them. Brought them back. Hungry. I have fought this plague a long time. We need something different. A survivor with all of their strengths and none of our weaknesses. Someone unexpected. And they'll never see you coming. Track them. Was ist das? Das sieht plötzlich fürchterlich aus. In the realm of darkness, we are the beacon of light. Let our stakes pierce through the hearts of the damned. For tonight, we hunt. Was?
Oh, warum sah das so schlecht aus? Gamescom, please welcome actress and producer Gemma Chan, who is voicing the role of vampire hunter Eris in the Season of the Blood and the general manager of the Diablo franchise. Warum sah das so schlecht aus? Welcome to Ich dachte erst, das wäre irgend so ein Diablo-Rip-Off Gemma, this is so exciting Indie-Ding. to have you here. What? Welcome to the video game world. I know this is your first video game, right? It is. Thank you for having me. It is my first video game. I have always appreciated the power of storytelling in all its different forms. Das sah doch in jetzt some echt ways, nicht gut video aus, games oder? are very much like interactive cinema now. So I was so excited to play this character, and yeah, thank you for inviting me into the world of Sanctuary. You did an excellent job. Ich I bin can't wait for people to sehr hear irritiert. you. Yeah, this is exciting. You know, season 2, which will be coming, as you said, in October. What can you tell us about the character that you're playing, Eris? So Eris is a seasoned vampire hunter. She is going to be your badass warrior companion as you fight your way through the perils of Sanctuary. She's complex. She's seen quite a bit of horror in her lifetime, so initially she comes across as a little bit cold and jaded, but in a fight she will definitely have your back. Good to know. Rod, Ein Charakter, mit tell dem us a niemand bit gerechnet about, hat. Was what für we can expect Charakterzüge, die man noch nie vorher gesehen hat. Well, Geoff, you know, Diablo is about creating that ultimate power fantasy. And obviously, a lot of people have been doing it. We have over 12 million players and 1.3 billion hours. Haben die Leute eigentlich gejubelt oder haben sie And I just geboot, want to als take a das second jetzt to say thank you. gerade losging? So appreciative of their enthusiasm and all the player feedback. Sind da It's gonna help us make diese great ganzen seasons for years to come. Angry Now, for Blizzard our free Fanboys second im season, Publikum, Season oder? of Blood, you get to join Eris as a vampire hunter, but not just any normal vampire hunter. You're going to get cool vampiric powers and become kind of Verhaltener a Applaus, daywalker, okay. a vampire that hunts vampires and ultimately tracks down and faces off with the big bad vampire lord. Now, that's season 2 and that's October, so we still have lots of time to jump into season 1, the season of Malignant. So, you know, seasons are a great time to start with Diablo because we all begin at the same place. So come join us in Diablo. Gehen. Amazing. All right, well, thank you both for making the trek here to Gamescom in Germany, and we can't wait to meet more Eris and hear more in October. Fantastic. Gemma, Rod, thank you so much. Thank you. All right, and now it's time for another world premiere. This one is a European-made game about hope, love, friendship, and robots. Okay. In a world divided by disinformation, where danger lurks around every turn, Was sehen wir hier? a motley crew of misfits embark on a fateful road trip to discover their true power. Please tell me you're done. Oh, we're just getting started, dude. What is this music? Kennen wir I believe das? the kids call it K-pop music. Just K-pop. Turn it down. Leave my music alone. Shut the hell up. Words have power. They can give you strength. Ready for this? Wir- Stand still. Warum kommt mir das Words can bekannt bring vor? people together and tear them apart. But if words hold so much power, he has no respect for you. She's right. The question is, what do you have to say? Dustborn. I think we can all agree that my trailer voice was better than yours. Na, ich weiß nicht, vielleicht vertue ich mich. Irgendwie kommt mir es vor, als hätten wir das schon mal gesehen. Okay, was ist das? Ich will das haben. Oh, das sieht gut aus. Guck mal, wie gut das aussieht. I've got you a meeting with the Lord Mayor today. They need what we're selling. Get paid. Guck mal, wie gut das aussieht. Thank goodness you're here. 2024. Okay, das sieht cool aus. That's a really fun indie game. Thank goodness you're here. And now to completely shift the tone again, I'm here with Sam Lake, who's going to take us to a very dark place
Alan Wake. Alan Wake 2. Sam, welcome to Gamescom. This game is coming out in October, and we've had so much fun. We announced this a few years ago at the Game Awards and at Summer Game Fest. Oh, warte. We met Saga Anderson and heard a little Wo bit ist of mein her Alan side Wake of the story. Outfit? But everyone's been asking me, and I'm certainly expect you, what about Alan's story? What can you tell us about what it's like to play as him? Tonight, I think it's finally time to answer that question. Thank you for having us here, Geoff. Yes, finally, it's time to show our title character, Alan Wake, and his struggle to escape the nightmare dimension of the dark place, where he's been for the last 13 years, ever since the first Alan Wake game. It's a long time. We've been waiting a long time. Warum klingt sein mega, als hätte er gerade We're going to geweint? see some footage here, and I know you're actually using live action as well in it, right? And it's going to be kind of really blended together in a cool way. Yeah, the dark place is a dream reality, and it keeps drawing from Alan's mind, his thoughts, his fears, his writing. Das sah schon immer fantastisch aus. And he comes from New York City, and for years he has written crime fiction set in New York City. So now, Und hatte auch schon immer Stil mit seinen Klamotten im Gegensatz zu vielen anderen Leuten in der Gaming-Branche. In our experience, inklusive mir. In our games for storytelling, live action for sure. This time around, we've integrated live action seamlessly into the experience to show the dreamlike nature of the dark place. This game, I cannot wait. We don't have to wait too long. It's coming in October. Jetzt zeig her, neuer Trailer, neuer Trailer. Yes. Yes. For Alan Wake 2. Sam, thank you so much. Thank you. Here we go. Ich will davor nochmal Alan Wake Remaster spielen. Das war gerade irgendwo im Angebot. Ich glaube bei Fanatical oder so. Irgendwo war das gerade im Angebot. Wollte ich mir eigentlich noch besorgen. But trapped by the genre, we're all ripped to pieces along the way. No! Welcome! We have a great show for you here tonight. Alan Wake, one of my all-time favorite writers, and this on the show. He's here to talk about his latest book. Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he Wo has das? forgotten. Weiß ich nicht. Wo? Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember it. You're the killer, the cult leader. No! You've got the wrong man! Oh, ich hab Bock drauf. My fault! It got out! Wake has a double. Where is he now? Oh, war das gerade Control? War da gerade ein... I don't want to be in the story, just write me out of the story. Oh, das wird so viele coole Szenen haben. Das wird so viele coole Szenen haben. Oh, ich hab Bock drauf. 27. Oktober. Oh, so viele Spiele. Was ist denn dieses Jahr los? That looks absolutely amazing, and that's going to do it for Opening Night Live. We have so many amazing games coming this fall. I want to thank all of you for being here tonight, watching online. Jasmine, thank you for co-hosting. And I got to say, we got a lot of great games coming up in the next few months. Ja, so I hope das you war, enjoy das the rest war of eine Gamescom unterhaltsame and get Show. ready for Ich hätte es nicht what's gonna be geglaubt. Quite a debate about Game of the Year. And Thank speaking you, of Game of Geoff the Year, Keighley. I'm happy to announce tonight that the Game Awards will be returning live this December, and we've got a date for you. Thursday, December 7th, the show will be streaming Natürlich live eben everywhere. Plug für seine Game It is our Awards. 10th show, which I can't believe. We've been doing it for 10 years. We'll be live at the Peacock Theater in LA on Thursday, December 7th, and I hope to see you then. It's going to be a very, very special show. Thanks again for watching Gamescom Opening Night Live. We'll see you again next year. Good night, everybody. Okay. Damit haben wir es tatsächlich geschafft. Bum, 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 bum. Falls das noch niemand sieht hier, ich bin auch auf der Gamescom, aber nur am Freitag. Wer mich findet, kriegt einen Aufkleber umsonst. Ich gebe euch aber keinen Anhaltspunkt, wie ihr mich findet. Ich bin gespannt, was es da alles gibt. Ich freue mich jetzt auf den Little Nightmares 3 Stand, weil die Stände immer sehr gut waren. Und ich freue mich auf den Alan Wake Stand. Ende der Liste. Ich überlege gerade, war da noch irgendwas? Keine Ahnung.
Ich freue mich auf alles, wo man umsonst irgendeinen Key abgreifen kann oder so. So, danke fürs Zugucken. Wie spät haben wir es? 10 Uhr. Vielleicht spielen wir nachher eine Runde Baldur's Gate, aber ich will nichts versprechen. Ansonsten entweder bis später oder bis morgen. Klar, Besuchertage, wenn schon, denn schon. Ich hab kein Ticket bekommen für die anderen Tage. So, nein. Den Mist fangen wir gar nicht erst an. Warte, kann ich das? Das kann so stehen bleiben. Das sagt so schon eigentlich genug aus. Wo ist mein... So. Einmal kurz grinsen fürs zukünftige YouTube Thumbnail. Und dann sehen wir uns später. Ich habe kein Redeem gesehen. Das wird mir irgendwie nicht mehr angezeigt in OBS, weil da jetzt diese komische Mehrfachausgabe ist. Früher hatte ich da eine schöne Liste mit den Redeems. Was hast du gemacht? Sekunde, ich guck auf Dings. Ich habe zu viele Fenster auf. Ich guck auf Twitch direkt. Ach, du kriegst auch eine Zeichnung. Na gut. Ich gebe mir Mühe, dass ich die dann übers Wochenende fertig bekomme. Deine und die von Neo auch. Das kriegen wir hin. Und dann muss ich das Limit dringendst höher setzen. Das kann ja nicht wahr sein. Das sind aber nur kleine Skizzen. Das erwartet jetzt bitte nichts Aufsehenerregendes. So, okay. Wir sehen uns entweder später nochmal oder morgen. Eins von beiden. Bis dahin. Macht's gut. Schönen Abend. Auf Wiedersehen. Babum.